Dieses Video wird ein anderes als in den letzten Wochen. In den letzten Wochen habe ich euch auf meiner Malreise mitgenommen. Davor habe ich euch in meine innere, mentale Welt mitgenommen, während wir spazieren gegangen sind. Und heute möchte ich gerne einen Deep Talk über meine gesundheitliche Reise eröffnen. Ich war gestern bei einer ärztlichen Untersuchung. Bin ich nach Wien gefahren, habe mir eine Spezialistin gesucht. Denn ich habe gemerkt schon, dass ich alleine nicht weiterkomme. Seit 4 Jahren versuche ich, mein Gewicht zu reduzieren. Hatte auch schon irgendwie das Gefühl oder die Sorge, dass ich vielleicht auch an einer psychiatrischen Erkrankung leide, vielleicht auch neurodivergent bin wie mein Sohn. Ich habe gedacht, bin ich vielleicht autistisch oder habe ich ADHS. Ich hatte immer wieder Einschlafschwierigkeiten, habe unter Schlaflosigkeit gelitten, habe radikal in den letzten Jahren an Gewicht zugenommen, bin alleinerziehend mit 3 Kindern seit mittlerweile 4 Jahren und ja, trage die Last der Verantwortung seither alleine. Und ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt, das Gewicht, das Übergewicht belastet mich und ich schaffe es alleine nicht, es zu reduzieren. Ich habe eine Blutuntersuchung machen lassen, öfters schon in den letzten Jahren. Habe einen Hormonstatus machen lassen, weil immer wieder meine Periode für einige Monate ausgefallen ist. Medizinisch gab es hier keinen Grund dafür. Aber jetzt weiß ich auch, dass man nicht tief genug gegraben hat und nicht genau hingeschaut hat. Also habe ich mir eine Spezialistin gesucht, die privat zu bezahlen ist. Ich habe es aus eigener Tasche gezahlt, denn, seien wir uns ehrlich, das, was die Krankenkasse bezahlt, ist nur das Notwendigste und oftmals nicht mehr das. Ja, also bin ich dahin gefahren und habe mir als Ersttermin in Klosterneuburg eine Blut- und Harnuntersuchung ausgemacht. Und hatte Glück, dass ich dann die Woche darauf einen Folgetermin bekommen habe. Das war gestern, sonst wäre ich erst Ende Juni dran gekommen. Und die Werte sagen, es war jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mit der Therapie zu starten. Denn ich habe gestern herausgefunden, mit 37 Jahren, dass ich an einer erblichen Krankheit leide. Es ist keine richtige Krankheit, es ist eher ein Rucksack, der mir mitgegeben wurde, an dem ich selbst nichts verändern kann. Ich kann das Gewicht nicht verändern dieses Rucksacks und ich kann den Rucksack auch nicht ablegen, um das zu verbildlichen und zu veranschaulichen, was in meinem Körper vor sich geht. Das wurde bislang übersehen. Es ist eine Art Gefäßerkrankung oder eine Gefäßbelastung von meinen Blutgefäßen, die zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko führen. Mit 37 Herzinfarkt, Schlaganfall, daran sollte man in diesem Alter nicht denken. Mein Großvater ist an einem Schlaganfall gestorben, wie er 63 Jahre alt war. Und ich werde das nie vergessen, dass er kurz vor seiner Pension stand und diese nicht antreten konnte. Aus gesundheitlichen Gründen ging sein Leben von heute auf morgen zu Ende. Und anscheinend habe ich das mitbekommen. Das war der Vater meiner Mutter. Meine Mutter ist mittlerweile auch schon seit 13 Jahren nicht mehr am Leben. Und wir haben ja auch öfters schon darüber gesprochen, dass wir spirituell gesehen oftmals einen Rucksack mitbekommen, dass man da einiges zum Aufarbeiten hat an Glaubenssätzen, ja, zum Beispiel, ja, bestimmten Mustern, wie wir durchs Leben gehen, wie unsere Wahrnehmung geprägt ist, ja, wie gehe ich mit mir selbst durchs Leben. Aber heute reden wir darüber, was uns gesundheitlich, medizinisch mitgegeben wird, was wir nicht aufarbeiten können. Und ja,
von einem Moment auf den anderen hat sich meine Sicht aufs Leben noch einmal radikal verändert dadurch. Nämlich noch einmal bewusster hinschauen, noch einmal demütiger aufs Leben blicken, noch einmal erkennen, wie sich unser Leben radikal auf einmal schlagartig von einem Moment auf den anderen verändern kann und wir aber keine Kontrolle darüber haben und wir es auch nicht beeinflussen können. Bis zu einem gewissen Grad nicht. Denn wie gesagt, das, was mir vererbt wurde, diese Art Gefäßerkrankung, das kann man sich so vorstellen, als würde mein Blut mit einem schweren Rucksack quasi durch die Gefäße fließen. Ja? Meine Gefäße tendieren dazu zu verkalken. Dort können sich Entzündungen und Ablagerungen festlegen. Und dieser Prozess ist nicht zu beeinflussen, nicht aufzuhalten. Meine Gefäße sind dadurch in einer Gefahr, dass sie kollabieren. Das heißt, dass die Arterien einfach verengen oder einfach zusammenklappen und das Blut dadurch nicht mehr fließen kann. Dementsprechend, wenn das Blut nicht ordentlich fließen kann, besteht eben die Gefahr eines erhöhten Herzinfarktrisikos. Das muss man mal mit 37 verdauen. Das hat mich gestern so beschäftigt, belastet, aber auch verängstigt auf eine Art und Weise, weil ich gerade anfange, mein Leben neu auszurichten. Ich bin da gestern mit dem Gedanken hingegangen, das ist der Start für mein neues Leben. Ja, ist es auch in gewisser Art und Weise, nämlich dann noch einmal ganz bewusst und genau hinzuschauen, wie möchte ich mein restliches Leben weiterleben. Nun ist es so, dass ich ab jetzt bis an mein Lebensende vermutlich eine medikamentöse Therapie bekomme. Das heißt, ich muss Tabletten schlucken. Das war für mich früher immer der größte Albtraum, daran zu denken, weil ich wirklich sehr ungern Tabletten schluck. Mir ist mal eine große Tablette im Hals stecken geblieben und seitdem habe ich da echt eine Blockade. Sobald ich eine Tablette im Mund habe, kriege ich Schweißausbrüche und Panik. Und jetzt ist es wirklich so, dass quasi mein größter Albtraum wahr wird, muss man sagen. Aber ja, es ist wie es ist. Es ist nicht nur diese vererbte Gefäßerkrankung, die ich habe, die mich dazu zwingt, jetzt mein Leben lang Tabletten einzunehmen, damit die Gefäße stabilisiert werden. Diese Verkalkungen werden sich vermutlich dadurch nicht auflösen. Aber ich bin in einem Alter, wo das zum Glück noch gut behandelbar ist, dass diese Verkalkung noch nicht weit fortgeschritten ist, dass sie vielleicht vereinzelt auftritt. Aber die Medikamente werden mir dabei helfen, meine Arterien zu stabilisieren und dass keine weiteren Verkalkungen auftreten. Aber das heißt auch, dass es ohne diese Medikamente nicht funktioniert, denn sonst würde dieser Prozess unaufhaltsam voranschreiten. Man kann sich schon vorstellen, wohin das führen würde in den nächsten Jahren. Das ist einerseits, denke ich mir, wow, das ist schon ein großer Rucksack, der mir da quasi jetzt aufgebunden wurde. Aber zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt, habe ich mir rechtzeitig Hilfe geholt und kann man dadurch präventiv einen Herzinfarkt in Zukunft gut vorbeugen. Das ist die gute Seite, ja, das ist die Kehrseite der Medaille, das sind die positiven Nachrichten. Ja. Aber trotzdem ist so irgendwie so dieses, hoffentlich ist es nicht schon zu weit vorangeschritten, hoffentlich ist es noch nicht zu spät, hoffentlich kann man das gut in den Griff bekommen. Hoffentlich werde ich trotz allem ein langes, gesundes Leben führen können. Mein Wunsch ist es wirklich, ein erfülltes Leben zu leben, ein bewusstes Leben zu leben. Ich merke in den letzten Wochen und Monaten, dass mir das Materielle immer weniger wichtig wird.
und mir ein freies und schönes und bewusstes und erfreutes Leben viel, viel wichtiger wird. Da kann vielleicht sich der ein oder andere denken, ja natürlich ist es ja das Ziel des Lebens, dass man ein zufriedenes Leben hat, aber man muss für sich mal herausfinden, was das für einen bedeutet. Und für mich bedeutet das jetzt, ich habe nicht versagt bei der Gewichtsabnahme. Es war mir genetisch nicht möglich, ohne Hilfe Gewicht zu verlieren. Auch durch das stressige Leben in den letzten Jahren. Alleinerziehend, neurodivergentes Kind, 3 Kinder. Das hat meinen Cortisolspiegel drastisch erhöht. Das heißt, mein Nervensystem hat im Überlebensmodus gelebt für viele, viele Jahre. Auch die Beziehung, die ich davor mit dem Kindsvater gehabt habe und zu dem überhaupt kein Kontakt mehr herrscht, was auch gut so ist, denn er hat uns alle sehr, sehr schlecht behandelt, hat auch dazu beigetragen, dass mein Cortisolspiegel weit erhöht war. Und nicht nur das hat dazu geführt, dass diese Gefäßerkrankung auch einmal negativ begünstigt wurde, dass meine Werte nun so sind, wie sie sind, ja, wo man sagt, okay, jetzt ist wirklich höchstes Augenmerk, dass man was tut, sondern mein Serotonin-Level, das ist ein Wahnsinn, das hat mich am meisten überrascht, der war so niedrig, dass er kann man sagen, ein Fünftel von dem hat, was er eigentlich haben sollte. Ja? Und ich dachte mir so, der Serotoninspiegel, das ist ja für den Stimmungsstabilisator zuständig, dass man sich glücklich fühlt, das sind ja unsere Glückshormone. Ja? Ich fühle mich überhaupt nicht depressiv. Ja? Also ich war total überrascht. Ja? Hätte auch quasi ein Indiz dafür sein können, dass man vielleicht in einer Depression steckt oder so. Ja? Aber mein Körper hat sich ein Ventil gesucht, nämlich das Essen. Damit er einerseits diesen Serotoninspiegel kompensieren kann, diesen niedrigen Serotoninspiegel irgendwie kompensieren kann, aber auch das niedrige Energielevel, was daraus resultiert ist. Denn wenn man einen niedrigen Serotoninspiegel hat man noch sehr, sehr wenig Grundenergie. Und das habe ich auch gemerkt, dass meine Energie am Vormittag vielleicht für 2 Stunden da ist. Und dann bin ich den Rest des Tages in Energiesparmodus gewesen. Und lebe mal mit so einem niedrigen Energielevel und halte alles aufrecht für das, was du alleine verantwortlich bist. Meine Denkweise hat sich auch sehr verändert, nämlich ich möchte gar nicht mehr alles alleine stemmen müssen. Ich bin bereit, mir helfen zu lassen und auch um Hilfe zu bitten. Ich war ein Mensch, dem es sehr, sehr schwer gefallen ist, um Hilfe zu bitten, weil ich es gewohnt war, dass ich immer auf mich alleine gestellt war. Aber ich habe einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich will das gar nicht mehr. Ich will nicht mehr immer nur kämpfen müssen. Ich will nicht immer alles alleine tragen müssen. Ich will nicht immer alles entscheiden müssen. Und gerade jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mir selbst versprochen habe, ich will es mir ermöglichen, das beste Leben leben zu können, welches in meiner Macht steht. Und das kann man nicht alleine schaffen. Das ist mir mittlerweile bewusst. Ich will es auch nicht mehr alleine schaffen. Ich bin bereit, meine Arme zu öffnen und Leute, Menschen, Verbindungen und Möglichkeiten in mein Leben einzuladen, die es mir ermöglichen, genau dieses allerbeste Leben zu leben. Egal wie lange es dauert, ja, das hat es mir nochmal bewusst gemacht. Egal wie lange mein Leben dauern wird, ich bin ab jetzt bereit, alles dafür zu tun, damit ich ein schönes Leben und mein bestes Leben leben werde. Nach meinen Wünschen und Bedürfnissen, so wie es mir gut tut, versuchen, relativ stressfrei durch den Alltag zu gehen, mir möglichst viel Raum zum Auftanken zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes, freies Leben zu leben. Ja, ein zufriedenes Leben, das habe ich immer schon gesagt. Ich will ein zufriedenes Leben leben.
Ich will irgendwann zurückblicken auf mein Leben, wenn es soweit ist, und sagen, ich hatte ein schönes Leben. Ich habe alles dafür getan. Ich bin zufrieden, wie ich mein Leben gelebt habe. Und jetzt danke ich ab. Und das stellt mich auch, diese Therapien, die ich jetzt habe, also die ich jetzt medikamentös bekommen werde oder mittendrin bin, sagen wir so, das übernimmt die Krankenkasse nicht. Das heißt, wenn es um durcheinander gekommene Hormone geht, wie Cortisol und Serotonin, dann ist es in meiner Verantwortung, da tief in die Tasche zu greifen, um das auszubügeln oder auszugleichen. Und der niedrige Serotoninspiegel hat ja auch dazu geführt, eben, dass ich so erschöpft und energielos war. Und mein Körper war klug und hat nicht zu Zigaretten oder zum Alkohol gegriffen, um mehr Glückshormone auszuschütten, sondern er hat sich versucht, irgendwie mit Essen über Wasser zu halten. Einerseits, um den Energiehaushalt irgendwie anzuheben, aber auch um mehr Glückshormone irgendwie zu produzieren. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Und so hat es mir auch die Ärztin mitgegeben, ja, dass das alles Hand in Hand miteinander geht. Ja. Und natürlich hat dann dadurch auch die Gewichtsabnahme nicht stattfinden können. Der erhöhte Cholesterinwert, der mir ja auch angeboren wurde, das, was mir auch mitgegeben wurde, aber auch, wenn man zu viel von dem Stresshormon Cortisol im Blut hat, dann regt das auch die Leber dazu an, mehr Fett auszuschütten, mehr Fett zu produzieren, was meine Gefäße ja dadurch noch mehr belastet. Also es geht wirklich alles Hand in Hand. Das heißt, es geht nicht nur darum, ein Medikament zu bekommen, das meine Gefäße stabilisiert. Ich brauche auch ein Medikament, um das Cortisol zu senken, Serotonin anzuheben, damit das wieder in Balance und in Gleichgewicht kommt. Ich brauche auch ein Medikament, das meinem Gehirn sagt, ich habe keinen Hunger. Ja? Ich habe keinen Hunger, damit ich nicht versuche, den niedrigen Serotoninspiegel auszugleichen. Also braucht es hier gleich mehrere Therapiemöglichkeiten, um insgesamt mein ganzes System wieder in Balance zu bringen. Und das kostet mich, ich habe mir das heute durchgerechnet, ohne die ärztlichen Untersuchungen, da habe ich auch 300 € bezahlt. Und in 3 Monaten muss ich wieder zur Kontrolle kommen. Dann machen wir eine erneute Blutuntersuchung und schauen uns an, wie haben sich die Werte da verändert. Das ist, wie gesagt, eine Spezialistin auf diesem Gebiet. Da muss ich wieder tief in die Tasche greifen. Aber Stand jetzt, und das wird mehrere Monate sicherlich brauchen, dass ich diese medikamentöse Therapie in Anspruch nehmen muss. Das kostet mich mittlerweile 700 € im Monat. Ich habe jetzt schon allein 1000 € ausgegeben, eben mit der ärztlichen Untersuchung. Und das ist schon viel. Natürlich möchte ich das für meine Gesundheit. Ich habe es mir ja selbst versprochen. Ein zufriedenes, schönes, bewusstes, mein allerbestes Leben, was ich kann, was in meiner Macht steht. Ja. Und das heißt auch, dass ich meinen Lebensstil deutlich verändern werde, ja, um wirklich auch meinem Körper bestmöglich dabei zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch den Tatsachen ins Auge schauen. Ich bin alleinerziehend, ich habe 3 Kinder, wir ziehen in einem guten Monat um. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Aber ich wähle mittlerweile auch wirklich sehr bewusst und kaufe auch nicht mehr unnötiges Zeug ein. Vor allem vom Materiellen löse ich mich aktuell sehr. Ich habe sehr, sehr viel auf Willhaben und auf Vinted inseriert. Ich wähle sehr bewusst, was mich in meinem neuen Lebensabschnitt begleitet. Trenne mich von vielem. Aber wie gesagt, ich bin auch bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn es dir möglich ist und wenn du Lust hast, mich auf dieser Reise, auf meiner Gesundheitsreise zu unterstützen, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein bisschen was spendest, wenn du kannst, ja. Ich werde den Spendenlink in die Kommentare heften. Und jeder, der möchte und kann, der darf mich sehr, sehr gerne finanziell etwas unterstützen. Ich
bin kein Mensch, der gerne um Geld bettelt, aber wie gesagt, ich bin gerade auf einer sehr bewussten Reise und bin auch gerne bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen und scheue mich jetzt auch nicht mehr davor, um Hilfe zu bitten. Denn nur gemeinsam sind wir stark.